Herzlich willkommen zum dritten Teil meines Los Angeles Vlogs. Im ersten Teil habt ihr Venice Beach gesehen und heute geht's nach Hollywood. So Leute, wir sind jetzt in Hollywood angekommen. Hier vorne ist der Walk of Fame. Wir haben unser Auto kurz hier geparkt. Heute ist nämlich Sonntag. Das sollte klar gehen, sollte kein Problem sein. Und ihr seht es halt hier, also klar, ich bin jetzt, persönlich bin ich wirklich ein Fan von Public Transportation. Hier kenne ich mich aber wirklich nicht so aus, weil wir jetzt hier mit dem Auto sind gerade. Deswegen kann ich euch jetzt nicht sagen, wie es hier ist mit der U-Bahn und so weiter zu fahren. Aber ich glaube, das sollte auch kein Stress sein. In New York kann ich euch sagen. Da war ich übrigens schon 11, 12 Mal. Da bin ich zum Beispiel nur mit der U-Bahn unterwegs. Hier habe ich jetzt keinen Plan, aber wir haben halt wirklich den Glück, dass wir hier mit meinen Kollegen, den Gary, unterwegs sind, dass er halt das Auto hat. Ja? Und ich habe mein Kosovo-T-Shirt an, weil ich nämlich meiner Community in TikTok versprochen habe, ein Video zu machen mit einem Kosovo-T-Shirt direkt hier beim Walk of Fame. Und der ist nämlich genau hier vorne. Ist nichts Besonderes. Ja? Für mich jetzt persönlich, ich war schon mal hier vor 6 Jahren, ist nichts Besonderes. Nichtsdestotrotz soll man es mal gesehen haben natürlich. Ne? Ist cool, ein Foto zu machen mit den ganzen Stars und so weiter. Und der startet auch schon hier. Ich glaube, das sind 2 bis 3 Kilometer. Viele Schauspieler mit einem Spider-Man-Kostüm oder mit einem Mickey-Maus-Kostüm, mit denen ihr halt ein Foto machen könnt für 2 bis 5 Dollar. Ist ein bisschen so wie Times Square. Deswegen bin ich jetzt nicht so der Freund davon. Aber es ist cool, es ist in Ordnung. Und hier könnt ihr sehen, wir schauen mal, ob ihr irgendwie einen coolen Stern findet. Ne? Wie hier zum Beispiel. Krass. Snoopy hier. Ja? Ihr könnt es halt sehen, da sind natürlich sehr viele Touristen am Start. Und das ist hier der Walk of Fame. Wir haben ja vorhin das Haus gesehen von Michael Jackson. Vielleicht finden wir auch den Stern von Michael Jackson. Da will ich auf jeden Fall ein Foto machen. Und ihr könnt ja sehen, natürlich sehr viele Touristen, die halt unten am Boden schauen. Hier, und es ist nicht mal so viel los, muss ich sagen. Aber ich finde es auch nicht so krass besonders. Da finde ich Venice Beach viel schöner. Einfach an der Promenade ein bisschen zu laufen, finde ich wirklich schöner. Ja, aber ihr seht, die meisten Leute, die schauen hier wirklich am Boden nach den Sternen. Und wir schauen mal weiter ein bisschen, ja. Hier, das ist der Walk of Fame, Leute. Hier schon mal einen Namen, Edward. Ich glaube, beim Chinese Theater, das sind ein paar bekanntere Gesichter. Hier natürlich auch ein paar Shopping Malls. Auch sogar ein bisschen Streetfood, fast wie in Mexiko. Hier natürlich. Wird hier auch verkauft. Bugs Bunny ist hier unten. Buenos Aires. Genau, es ist sehr, wer auch schon mal den Times Square gesehen hat, es ist sehr, sehr, sehr touristisch. Aber ich finde, wenn man hier in LA ist, da muss man auf jeden Fall mal den Walk of Fame gesehen haben. So. Das ist einfach Pflicht. Ne? Natürlich ist es touristisch, aber man muss es mal gesehen haben. Ja? Autos mit, wer ist es hier, die Legende, Leute. Kobe Bryant, ja. Ja, sowas wie hinten, wie ihr hören könnt, hier, every souvenir. Aber ich finde es geil auch hier mit ein bisschen mexikanischem Streetfood, ja. Und hier könnt ihr sehen, sind jetzt auch schon ein paar mehr Leute, weil natürlich hier, denke ich, da mal die ganzen, ja, von den Berühmtheiten anfangen. Hier, genau vom, ich glaube, das ist Chinese Theater. Hier. Genau, Souvenirs. Und hier vorne, genau, da ist das Chinese Theater. Und ich bin immer noch auf der Suche nach den Sternen von Michael Jackson, Leute. Ja? Wo ist denn der? Okay, krass, gebt euch mal hier. Harrison Ford. Okay, hier haben die nochmal alle ihre hier ihren Namen eingetragen. Okay, das ist krass. Mal schauen, ob wir jetzt hier Michael Jackson finden können. Hier, wo ist Michael Jackson? Das ist auch krass, schaut mal. 87, Eddie Murphy, Coming to America. The best movie, Eddie Murphy. Und schau mal an, von 1987. Ja, das ist schon sehr, 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 sehr alt. Aber ich glaube, die erneuern das natürlich alles noch ein bisschen. Wow. Wir haben ihn gefunden. Gebt euch mal. Michael Jacksons Star hier mitten vom Chinese Theater. Er ist hier, Leute. Ja, wow. Ich bin einfach mal drüber gelaufen. So, wir haben es gefunden. Wir haben ihn gefunden, Michael Jackson. Hier, Donald Trump hat natürlich auch hier seinen Stern hier am Walk of Fame, ja, der schon oft kaputt gemacht worden ist. Aber jetzt ist er noch sehr gut intakt. Ja, yeah, let's describe, ja. Yeah? Gerade den Herrn kennengelernt.
Und er hat in Deutschland gewohnt, in Schweinfurt. Yeah. You speak is the German, right? Well, I used to speak it very, very well, but now I'm spoken it in 40 years. 40 years. Yeah. And he told me right now he had a wonderful time in Schweinfurt and in Germany. 82. Yeah. Amazing time. Amazing time. I'm Great really people. Great people. great people. I'm glad to hear this, you know. Schaut mal hier, er mag auf jeden Fall Deutschland. Freut mich schon. Alrighty. Thank you so much, sir. Yeah. Thank you. Thank you. Und wo ihr aufpassen müsst, das zeige ich euch jetzt mal. Da sind so Kandidaten, die verkaufen euch CDs, ne? Und wollen die euch also die drücken die euch einfach so in die Hand und dann müsst ihr sie kaufen. Deswegen müsst ihr jetzt aufpassen. Ich filme jetzt einfach mal wie das Ganze hier abläuft. Schau mal, die geben das so richtig so penetrant in die Hand. Das finde ich nicht in Ordnung so. Das ist nicht cool, ne? Das ist halt so die Sache, was mir hier nicht so gefällt hat. Ne? Diese Abzocker halt, ne? Und dann wollen die halt, was ich, 10, 20 $ oder so haben. Genau, da müsst ihr ein bisschen aufpassen, falls ihr hier seid. Eddie Murphy. Ich liebe seine Filme, Leute. Eddie Murphy, Leute. Der beste Schauspieler überhaupt, also mein Lieblingsschauspieler. Sagen, lasst uns mal weiterschauen. Was ich euch noch zeigen will, ist das Hollywood Sign und, was wollt ihr noch sehen? Santa Monica Pier. Das sind noch 2 Sachen, ich hoffe mal, wir schaffen sie und ich würde sagen, lasst uns weiterschauen, Leute. Oh, this is LA, yeah, I love your car. Wow. Yeah, wow, it's amazing. I love it. Take care, have a good day. Und viele von euch wollen natürlich das Hollywood Sign sehen. Die beste Aussicht bekommt ihr beim Griffith Observatory. Hier war ich schon etliche Male, nur nicht im echten Leben, sondern auf der Konsole in Grand Theft Auto. Wer von euch erinnert sich auch an den Weg in GTA? Sehr, sehr cool. Für 3 Minuten könnt ihr euch hier hinstellen und ein Foto machen. Na, schau mal, 3 Minuten umsonst parken. Und genau hier, Drop-Off, Pick-Off, 3 Minuten. Und das war's, Leute. Ja, ich war schon oft bei GTA hier, jetzt mal auch im echten Leben. Genau, da ist unser Auto. Ich würde sagen, hier könnt ihr sehen. 3 Minuten, let's go, Leute. Von dort aus haben wir dann einen kleinen Zwischenstopp gemacht in Downtown Los Angeles. Da seht ihr jetzt ein paar Schattenseiten von den Vereinigten Staaten von Amerika. Und in Los Angeles gibt es natürlich die schönen Ecken, Venice Beach, Walk of Fame, Beverly Hills, Hollywood, aber es gibt auch sehr viel Armut. Los Angeles ist die Stadt, wo die meisten Obdachlosen, ich glaube sogar auf der Welt, leben. Und was hier ziemlich bekannt ist, ist natürlich der Skid Row. Das ist eine Straße, also eine Zeltstadt kann man schon sagen, in Downtown LA und da leben so viele Obdachlose. Ich möchte euch ein bisschen, natürlich respektieren wir alles, aber ich möchte euch ein bisschen auch das Leid von USA zeigen. Wir fahren mal mit dem Auto durch den Skid Row und da könnt ihr mal sehen, dass in den USA nicht alles nur glänzt, sondern es gibt natürlich auch sehr viele Schattenseiten. What do you say to the homeless situation in USA, Gary? Well, it depends on where you go, but we have a lot of them. We're the richest country on the earth, and we probably have the most homeless people in the world. So there's 40,000, there's like 50 square blocks in Los Angeles that are just homeless, with about 40,000 people. It's a city of homeless people. Well, they live in... It was always like this, right? No. It's in the last 50, 60 years probably. Gets more, okay. You ever been in the Skid Row? Oh yeah. I did a story down there. Zuerst sind wir am Sizzle Hotel vorbeigefahren. Da gibt es auch eine sehr interessante Netflix-Doku, die ich euch sehr empfehlen kann. Hier sind schon etliche schreckliche Taten passiert und mittlerweile ist das Hotel auch nicht mehr geöffnet. Sizzle Hotel. What's up? Everything good? Hey! Hey! Und zu guter Letzt noch der Skid Row. Mein Kollege meinte, halt dein Handy nicht raus. Viele Leute haben hier wirklich nichts mehr zu verlieren. Und es hat mich, um ehrlich gesagt zu sein, wirklich geschockt, die Schattenseiten der USA zu sehen. Deswegen wollte ich euch das unbedingt noch zeigen. Ja, und dann haben wir noch diesen Motorradfahrer auf dem Weg zum Santa Monica Pier gesehen. Und das seht ihr dann auch als nächstes.